Stellen Sie sich vor, Sie stehen genau dort. Eisiger Wind, Temperaturen um die minus 40 Grad und ringsum Hunderte von Kilometern nur Eis, Schnee und darunter nackter Fels. Das ist Westantarktika, eine der lebensfeindlichsten Landschaften auf unserem Planeten. Und nun stellen Sie sich vor, dass vor 90 Millionen Jahren an genau dieser Stelle warmer Regen durch Baumkronen fiel und unter Ihren Füßen die abgefallenen Blätter von Farnen raschelten. Im Jahr 2017 bahnte sich das Forschungsschiff Polarstern seinen Weg durch das Meereis vor dem Pine Island Gletscher in Westantarktika. Ein Geologenteam unter der Leitung von Johann Klages vom Alfred-Wegener-Institut bohrte eine Sedimentbohrung vom Grund des Amundsensees. Eine auf den ersten Blick routinemäßige Operation, eine von Dutzenden pro Expedition. Doch als der Bohrer mehrere Meter moderner Meeresablagerungen durchdrungen hatte und eine Schicht von 90 Millionen Jahren Alter erreichte, änderte sich die Farbe des Gesteins unerwartet. Statt des üblichen grauen Schlamms wurde der Bohrkern plötzlich sattbraun, mit einer geschichteten Struktur, die Geologen sofort erkannten. Das war Boden. Kein Meeressediment, sondern echter fossiler Boden, der einst an Land entstanden war. Als die Probe im Computertomographen durchleuchtet wurde, entdeckte man darin ein dichtes Netz versteinerter Wurzeln von mehr als 3 Metern Länge, so gut erhalten, dass unter dem Mikroskop einzelne Holzzellen erkennbar waren. Zusammen mit den Wurzeln fanden sich in der Gesteinsschicht Pollen und Spuren von Dutzenden Pflanzenarten, darunter die ersten Funde von Blütenpflanzenpollen überhaupt in dieser südlichen Breite. Die Blütenpflanzen selbst existierten zu diesem Zeitpunkt geologisch gesehen noch relativ jung auf der Erde und begannen gerade erst Farne und Nadelbäume zu verdrängen, die in früheren Epochen uneingeschränkt dominierten. Das bedeutete, dass sie sich zu dieser Zeit bereits bis in Wälder, nur wenige 100 Kilometer vom Pol entfernt, ausgebreitet hatten. Geben Sie ein Like, wenn der bloße Gedanke an Bäume, die in der Antarktis wachsen, für Sie fast unmöglich erscheint. Und das wird noch genauer. Was genau war dieser Wald und was erforderte er von der gesamten Erde, um zu existieren? Ähnliche Vorboten dieser Entdeckung gab es schon früher. Wissenschaftler wissen seit über einem Jahrhundert, dass die Antarktis nicht immer eisig war. Bereits im Jahr 1901 fand die schwedische Expedition unter der Leitung von Otto Nordenskjöld auf der Seymour-Insel, ganz am Ende der antarktischen Halbinsel, Abdrücke fossiler Blätter. Der erste direkte Beweis dafür, dass auf dem Kontinent einst Bäume wuchsen. Doch dieser Fund bezog sich auf den wärmeren und zugänglicheren Rand des Kontinents und auf eine geologisch gesehen relativ junge Periode bereits nach dem Aussterben der Dinosaurier. Der Bohrkern aus dem Amundsensee ging deutlich weiter. Er erfasste nicht den Rand des Kontinents, sondern einen Punkt nur wenige 100 Kilometer vom Pol selbst entfernt. Und nicht eine spätere Periode, sondern den Höhepunkt der Kreidezeit, das Zeitalter der Dinosaurier. Zwischen 1901 und 2017 gab es nur wenige Beweise, aber sie sammelten sich allmählich an. Auf derselben Seymour-Insel wurden später versteinerte Wälder mit einem Alter von etwa 56 bis 34 Millionen Jahren gefunden, bereits aus der Zeit nach dem Aussterben der Dinosaurier, und in Ablagerungen der späten Kreidezeit an verschiedenen Stellen der antarktischen Halbinsel tauchten Überreste von Südbuchen der Gattung Nothofagus auf, deren lebende Nachfahren noch heute in Patagonien, Neuseeland und Tasmanien wachsen. Aber all diese Beweise blieben Funde vom Rand des Kontinents. Der Bohrkern aus dem Amundsensee war der erste und bisher einzige direkte Beweis für einen Wald in so großer Nähe zum Pol selbst. Das Alter der Ablagerungen, von 92 bis 83 Millionen Jahren, die Turon- und Santonium-Stufen der Kreidezeit. Dies ist die Zeit des Höhepunkts des sogenannten Kreidezeit-Supertreibhauseffekts, der längsten Warmzeit in den letzten 14 Millionen Jahren Erdgeschichte. Der Ort, an dem der Bohrkern gebohrt wurde,
lag auf einer Paleobreite von etwa 82 Grad südlicher Breite. Praktisch dort, wo sich heute der Südpol befindet. Wissenschaftler führen die Dauer und Stärke der Kreidezeit-Supertreibhausperiode in erster Linie auf den ungewöhnlich aktiven Vulkanismus in diesen zig Millionen Jahren zurück. Die Geschwindigkeit der Ozeanbodenspreizung war etwa 3-mal so hoch wie heute. Aus dem Erdmantel traten immer wieder riesige Basaltlavaströme an die Oberfläche und zusammen mit ihnen wurden gewaltige Mengen Kohlendioxid in die Atmosphäre geschleudert. Verschiedenen Schätzungen zufolge war die durchschnittliche CO2-Konzentration in der Atmosphäre auf dem Höhepunkt der Kreidezeit 4- bis 6-mal höher als heute. Gerade diese lange, über Millionen von Jahren andauernde vulkanische Anreicherung von Treibhausgasen und nicht ein einziges katastrophales Ereignis hielt das Klima des Planeten in einem Zustand lang anhaltender Hitze. Die Rekonstruktion des Klimas anhand der Pollenzusammensetzung und chemischer Gesteinsanalysen ergab, die Durchschnittstemperatur in dieser Region der Antarktis lag bei etwa 12 Grad Celsius und die Niederschlagsmenge und Intensität waren vergleichbar mit dem heutigen Wales. Temperatur und Feuchtigkeit wurden nicht anhand eines einzelnen Merkmals, sondern anhand mehrerer unabhängiger Kriterien wiederhergestellt. Anhand von organischen Molekülen, sogenannten Biomarkern, die lebende Zellen von Bodenbakterien hinterlassen und empfindlich auf die Umgebungstemperatur reagieren, und anhand der Pollenzusammensetzung, indem man sie mit den nächsten lebenden Verwandten dieser Pflanzen heute verglich. Diese Ähnlichkeit des Klimas mit dem heutigen Wales ist kein Zufall und kein bloßer künstlerischer Vergleich. In der Kreidezeit war die Antarktis noch Teil des zerfallenden Superkontinents Gondwana und durch Land oder schmale Meerengen noch mit Südamerika und Australien verbunden. Deshalb konnten sich Pflanzen ungehindert zwischen den 3 Kontinenten ausbreiten und deshalb ist fossiler Pollen unter dem Pine Island Gletscher, dem Pollen desselben Alters, der in Patagonien und Tasmanien gefunden wurde, so ähnlich. Es sind Teile derselben Pflanzenwelt, die später durch die Kontinentaldrift in 3 getrennte, geografisch isolierte Landflächen aufgeteilt wurde. Die heutigen gemäßigten Regenwälder im Süden Chiles und Tasmaniens sind ferne, aber gut erkennbare Verwandte des Waldes, der einst wenige 100 Kilometer vom Südpol entfernt wuchs. Es handelte sich nicht um seltene Tundrasträucher am Rande des Eises, sondern um einen vollwertigen, warmgemäßigten Wald mit Farnen, Nadelbäumen und, nach den Pollen zu urteilen, den ersten Blütenpflanzen, der in einer Breite wuchs, in der die Sonne mehrere Monate im Jahr überhaupt nicht über dem Horizont aufging. Die Bäume überstanden hier jedes Jahr die lange Polarnacht und wuchsen weiter. Abonnieren Sie den Kanal. Damit ein solcher Wald unter diesen Bedingungen überhaupt existieren konnte, hätte die Erdatmosphäre ganz anders aussehen müssen, als man sie vor diesem Fund annahm. Und genau das erwies sich als der umstrittenste Teil der Entdeckung. Die endgültige Arbeit erschien im Jahr 2020 im Journal Nature und löste sofort eine heftige Debatte in der paläoklimatischen Gemeinschaft aus. Nicht, weil jemand den Fund von Wurzeln und Pollen in Frage stellte, sondern weil seine klimatischen Folgen für die damals bestehenden Modelle der Kreidezeit unbequem weitreichend waren. Damit ein Klimamodell überhaupt solch warme Bedingungen am Pol, selbst bei der Menge an Sonnenlicht, die die Antarktis auch heute noch erhält, reproduzieren konnte, mussten die Autoren der Studie eine Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre von 1120 bis 1680 Teilen pro Million in ihre Berechnungen einbeziehen. Deutlich höher als die Standardabschätzung von etwa 1000 Teilen pro Million, die bisher für die Kreidezeit insgesamt angenommen wurde. Der Grund ist, dass sich die Pole nicht wie der Äquator erwärmen. Selbst eine geringe Verstärkung des Treibhauseffekts wird dort stärker wahrgenommen, aufgrund von Rückkopplungen, die in den Tropen kaum wirken. Ein Phänomen, das Klimaforscher als polare Verstärkung bezeichnen.
Ohne sie reichte das Modell einfach nicht für die nötige Wärme nahe dem Pol bei einer vernünftigen Gaskonzentration aus. Und deshalb musste sie deutlich über die bisherigen Schätzungen angehoben werden. Mit anderen Worten, um einen warmen Wald dort zu erklären, wo heute kilometerlanges Eis liegt, musste nicht nur die Zahl der Gaskonzentration überdacht werden, sondern auch, wie empfindlich das Erdklima grundsätzlich auf diese Zahl reagiert. Diese Konzentration bedeutet noch etwas anderes. Zu Zeiten dieses Waldes konnte auf dem gesamten antarktischen Kontinent kein nennenswerter Eisschild existieren. Und das nicht nur in der Antarktis. Auf dem Höhepunkt der kreidezeitlichen Supertreibhausperiode gab es an keinem der Pole der Erde permanente Eiskappen. Schätzungen zufolge lag der Meeresspiegel aufgrund des Fehlens von Gletschern weltweit und der thermischen Ausdehnung des Ozeans 15 bis 20 Meter höher als heute. Das hätte ausgereicht, um einen erheblichen Teil der Gebiete zu überfluten, in denen heute die größten Städte der Welt liegen. Dieses Antarktika, das wir heute kennen, ein Kontinent, der fast doppelt so groß ist wie Australien und unter kilometerlangem Eis begraben liegt, existierte in der Kreidezeit einfach nicht. Es gab offenes Land, das von Flüssen, Auen und Wäldern bis zum Pol reichte. Wenn es damals überhaupt kein Eis gab, stellt sich die natürliche Frage, wann ist es dann doch aufgetreten? Die Antwort der modernen Wissenschaft lautet, relativ abrupt, vor etwa 34 Millionen Jahren an der Grenze von Eozän und Oligozän. Die genaue Ursache wird noch diskutiert. Einige Forscher halten die allmähliche Senkung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre, die bis dahin auf etwa 600 Teile pro Million gesunken war, eine Schwelle, unterhalb derer das Klima die Antarktis nicht mehr eisfrei halten konnte, für den Schlüsselfaktor. Andere weisen darauf hin, dass sich etwa zur gleichen Zeit zwischen Südamerika und der Antarktis die Drake-Passage endgültig öffnete und vertiefte, wodurch sich erstmals eine kalte, zirkumpolare Strömung um den gesamten Kontinent schloss und die Antarktis thermisch von den wärmeren Gewässern des übrigen Ozeans isolierte. Wahrscheinlich wirkten beide Prozesse gleichzeitig und verstärkten sich gegenseitig. Aber bis zu diesem Zeitpunkt, gute 60 Millionen Jahre nach der Zeit des gefundenen Waldes, konnte der Kontinent durchaus grün geblieben sein. Gebt ein Like, wenn euch die Tatsache, dass der kälteste Kontinent der Erde einst völlig eisfrei war, genauso überrascht wie die Paläoklimatologen, die diese Zahlen zum ersten Mal sahen. Zum Vergleich: Laut Daten von 2026 beträgt die durchschnittliche jährliche Konzentration von Kohlendioxid in der Erdatmosphäre etwas mehr als 425 Teile pro Million. Das ist bereits ein Rekordwert in der gesamten Geschichte direkter Messungen und dennoch ist er immer noch 2- bis 4-mal geringer als das Niveau, das laut dem antarktischen Wald erforderlich ist, um das Eis des Kontinents vollständig zu schmelzen. Die Entdeckung allein bedeutet nicht, dass das heutige Eis vom sofortigen Verschwinden bedroht ist. Sie besagt etwas anderes: wie stark Kohlendioxid grundsätzlich das Aussehen des Planeten verändern kann, wenn man ihm genügend Zeit gibt. Genau deshalb sind solche Funde für die Klimatologie so wertvoll. Messinstrumente für Temperatur und CO2 hat die Menschheit nur seit 1,5 Jahrhunderten. Und der Planet selbst hat, wie sich herausstellt, bereits ein ähnliches Experiment bei weitaus höheren Gaskonzentrationen durchgeführt und physische Spuren hinterlassen, wie es endete. Jahrzehnte, Millionen von Jahren, bevor es jemanden interessierte. Abonniert den Kanal. Diese wenigen Meter Gestein zu gewinnen, war keine Routineoperation, sondern das Ergebnis einer der schwierigsten Bohrungen, die überhaupt in der Antarktis durchgeführt wurden. Herkömmliche Bohrplattformen können in treibenden Packeisschollen nicht arbeiten. Das Eis bewegt sich ständig und das Seil oder die Röhre wären in den ersten Betriebsstunden unweigerlich beschädigt worden.
Deshalb wurde die Bohrung direkt vom Schiff aus durchgeführt, wobei die Bohrkolonne durch eine spezielle Luke im Rumpf abgesenkt wurde und der Kapitän musste die Polarstern fast an einer Stelle im treibenden Eis halten, mit einer Genauigkeit von wenigen Metern, während die Kolonne Meter für Meter durch den schlammigen Meeresboden der Amundsensee drang. Einen intakten, ungestörten Sedimentgesteinskern von 90 Millionen Jahren Alter an einem solchen Ort zu erhalten, ist selbst nach den Maßstäben von Polarexpeditionen ein seltener Glücksfall. Diese Geschichte hat auch eine eigene, fast bitter ironische Wendung. Der Pine Island Gletscher, unter dem ein Eisbohrkern mit einem 90 Millionen Jahre alten Wald geborgen wurde, ist heute einer der am genauesten beobachteten Gletscher der Welt. Aber aus einem völlig entgegengesetzten Grund. Er ist derzeit eine der Hauptursachen für den Anstieg des Meeresspiegels auf der Erde und trägt Schätzungen zufolge zwischen 5 und 10% zum gesamten aktuellen globalen Meeresspiegelanstieg bei. Und sein Rückzug hat sich in den letzten Jahrzehnten nur noch beschleunigt. Einige Wissenschaftler bohren hier, um zu verstehen, wie der Kontinent vor 100 Millionen Jahren aussah. Andere beobachten in denselben Jahren dasselbe Eis von Satelliten aus und versuchen zu verstehen, was in den kommenden Jahrzehnten mit ihm geschehen wird. Nur dass diesmal das Eis nicht wächst, sondern sich rasant zurückzieht. Innerhalb der Lebensspanne derselben Forschergeneration. Ähnliche Eisbohrkerne, die vom antarktischen Meeresboden geborgen wurden und Material aus der präglazialen Zeit enthalten, kann man auf dem gesamten Kontinent an den Fingern einer Hand abzählen. Fast die gesamte geologische Geschichte der Antarktis ist schlichtweg unerreichbar für die Forschung. Sie ist entweder unter kilometerdicken Eisschichten begraben oder durch die Bewegung der Gletscher selbst zerstört, die im Laufe von Millionen von Jahren vorrückten und sich zurückzogen und frühere Sedimentschichten abtrugen. Der Eisbohrkern aus dem Amundsensee ist nur deshalb erhalten geblieben, weil an dieser Stelle das Eis nie so weit vorgedrungen ist, um die darunter liegenden älteren Schichten zu zerstören. Schreiben Sie in die Kommentare, wie viele weitere solche Wälder, Wüsten oder völlig andere Landschaften verbergen sich Ihrer Meinung nach derzeit unter dem Eis der Antarktis, von deren Existenz bisher niemand auch nur ahnt. Wissenschaftler haben nur an wenigen Stellen auf dem gesamten Kontinent unter das Eis der Antarktis geblickt, und die Fläche, die unter dem Eis verborgen ist, beträgt fast 14 Millionen Quadratkilometer, was eine weitaus größere geologische Geschichte darstellt, als jemals gelesen wurde. Der kälteste und lebensfeindlichste Kontinent der Erde birgt direkte physische Beweise dafür, dass er einst einer seiner wärmsten Orte war. Und niemand weiß genau, was noch darauf wartet, unter dem Eis gefunden zu werden, das heute schneller schmilzt als jemals zuvor in der Erinnerung der Menschheit. Wenn Sie die Wurzeln eines 90 Millionen Jahre alten Waldes unter dem antarktischen Eis genauso faszinierend finden wie jede Entdeckung im tiefen Weltraum, dann geben Sie uns einen Daumen hoch und abonnieren Sie den Kanal. Ähnliche Geschichten über das, was sich direkt unter unseren Füßen verbirgt, werden hier weiterhin erscheinen.